Sonntagmorgen, 5 Uhr, genau die richtige Zeit, um ein bisschen Sport zu treiben oder wie in unserem Fall, anderen Leuten beim Sporttreiben zuzuschauen. Damit hallo, herzlich willkommen und sportfrei zum diesjährigen Loma Run 2023 hier direkt am Jom Team Beach. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um eine Laufveranstaltung für einen guten Zweck. Wer ein bisschen in der thailändischen Sprache zu Hause ist, der weiß, dass Loma Delfin bedeutet. Und der Delfin ist ja auch das Markenzeichen hier, das Maskottchen quasi von Pattaya. Also passt das hier alles wunderbar zusammen. Für die ca. 2000 angemeldeten Läufer hier wird es auf 3 verschiedene Distanzen gehen. Es gibt einen Halbmarathon mit 21 Kilometern, dazu 10 Kilometer und 5 Kilometer Lauf. Naja gut, liebe Zuschauer, wie lange ich durchhalten würde, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ich würde es wahrscheinlich vorne bis zur ersten Ecke noch schaffen. Aber die Läufer, die hier unterwegs sind, sind natürlich trainiert, kommen aus Laufgemeinschaften und haben sich sicherlich auch schon seit langem darauf vorbereitet. Die Strecke führt hier den gesamten Jom Team Beach lang, also gestartet, wie man es vielleicht auch im Hintergrund erkennt, wird hier am Dong Tan Beach und dann geht es immer weiter Richtung Na Jom Team auf der Jom Team Beach Road bis ungefähr auf Höhe vom Lung Savai. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Strecke, die auch asphaltiert ist. Die Straßen sind abgesperrt, überall viel Polizei und Sicherheitspersonal, die also hier den Verkehr in Schach halten, der natürlich um 5 Uhr morgens noch nicht ganz so stark ist. Aber es wurde auch überall angekündigt und auch überall entsprechend verbreitet, dass hier die Beach Road teilweise gesperrt sein wird, sodass die Läufer also hier bis 8 Uhr morgens sich in Ruhe, in Anführungsstrichen, auslaufen könnten. Dazu, wie das bei solchen Großveranstaltungen üblich ist, medizinisches Personal, überall auch Leute, die die Läufer begleiten mit entsprechenden Medikamenten auch und Sprays und Wasser und alles, was dazugehört, falls einer wirklich auf dem langen Weg hier doch seine Kräfte überschätzt hat. Vielleicht auch für den ungeübten Läufer. Die erste Hälfte der Strecke ist sehr entspannt, wenn man halt entsprechend trainiert ist. Das ist dann auf dieser Asphaltstraße hier relativ schön. Allerdings die große Überraschung kommt dann zum Schluss, weil der Rückweg geht nicht mehr über die Straße, sondern geht über den sandigen Beach. Und ich glaube, der gibt dann jedem Läufer den Rest. Es ist aber auch für die meisten Leute, die hier mitlaufen, eine Art Spaß- und Fun-Veranstaltung. Sicherlich, es gibt Preise, es werden Siegerehrungen durchgeführt und alles. Aber ich glaube, viele sind auch nur dabei, um halt in der Gemeinschaft wieder ein bisschen Sport zu treiben, sich mit anderen Leuten auszutauschen, hier auch gemeinsam unterwegs zu sein, was für die Gesundheit zu tun. Alles wunderbar, alles sehr ehrenwerte Motive sicherlich. Und wer das hier wirklich schafft, mitzulaufen, vor dem kann man immer den Hut ziehen, weil selbst um 5 Uhr morgens haben wir hier schon freundliche 29 Grad und alleine schon vom Zuschauen schwitzt man hier wie verrückt. Ihr seht das hier auch alles schön mit Startnummern. Viele der Läufer haben diese blauen T-Shirts, wo man also auch symbolisieren kann, okay, ich gehöre dazu. Das stärkt sicherlich nochmal das Gemeinschaftsgefühl. Und dann macht man sich hier den langen, langen Weg am Sonntagmorgen Richtung Na Jom Team auf. Gestartet wurde in mehreren Gruppen, also zuerst der Halbmarathon mit 20 bzw. 21 Kilometer. Da gab es bei den Durchsagen und auch bei der Beschilderung und auch im Internet unterschiedliche Aussagen. Aber ich glaube, die Läufer, die hier mitgelaufen sind, die wissen, wie weit das dann gewesen ist. In der zweiten Gruppe starteten dann die für 10 Kilometer angemeldeten Läufer und entsprechend etwas später die 5 Kilometer. Das ist natürlich dann auch vielleicht eine Distanz, wo man als Hobbysportler mitmachen könnte. Unterwegs wurde auch an vielen Stellen dann, zeigen wir euch auch gleich nochmal im Video, Getränke angeboten, so dass man also auch unterwegs hier die Leute versorgt hat, die hier mitlaufen.
Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen eine richtig schöne Spaßveranstaltung auch. Und die das natürlich richtig ernst nehmen, auf Zeit laufen und so weiter, die waren natürlich schon lange vorne weg. Die ersten der Läufer haben sich schon nach knappen 500 Meter in den Schrittmodus verlegt. Ich denke, so ähnlich wäre ich auch dabei gewesen. Aber das ist halt, dabei sein ist alles. Und gerade so als Zuschauer ist es natürlich auch schön, wenn man sich nicht selber verausgaben muss, sondern kann hier ganz gemütlich sich das anschauen am Rande. Auch schon zu der frühen Morgenstunde viele Zuschauer an den Straßen hier unterwegs, die ein bisschen zugeschaut haben. Ob die jetzt noch von der Nacht übrig geblieben sind oder ob die dann halt extra, so wie wir, früh hergefahren sind, kann ich euch nicht ganz genau sagen. Ihr wisst das ja, manchmal die Nächte in Pattaya können sehr, sehr lang sein. Und wenn man dann früh noch die Möglichkeit hat, hier ein Laufevent mitzunehmen, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Den einen oder anderen Touristen, Autofahrer wird es sicherlich überrascht haben. Aber das war halt angekündigt gewesen. Nur wenn man halt übers Wochenende herfährt, dann weiß man das vielleicht nicht ganz genau. Aber dafür gab es halt überall alle paar Meter einen entsprechenden freundlichen Polizisten, freundlichen Ordner, der dann auch darauf geachtet hat, dass das alles passt. Für die Profifotografen, wie immer bei diesen Veranstaltungen, auch extra Foto-Hotspots eingerichtet, sodass die Läufer, wenn sie Glück haben, dann nochmal ins Bild kommen und sich dann auch die Bilder vielleicht nochmal runterladen können, sagen, Mensch, guck mal hier, da war ich dabei gewesen. Das habe ich geschafft. Das war so mein Start in den Sonntag gewesen. about you day and night, yeah. I just wanna get it right, yeah. Right, yeah. Ooh, yeah, yeah. You're the one I'm thinking of.
So, jetzt kommen wir schon Richtung Najomtin hier raus. Ihr habt es ja auf den Bildern gesehen. Also die Straße hier ist sehr, sehr gut zu fahren, aber auch für die Läufer zu laufen. Immer entlang hier am Jomtien Beach, der jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter verschönert, verbessert, verbreitert werden soll. Da gibt es auch schon entsprechende Pläne. Wenn die sich ein bisschen konkretisiert haben, werde ich darüber bestimmt auch noch mal euch berichten. Hier graut langsam der Morgen oder vielleicht, wenn der Morgen uns sieht, dann graut dem Morgen. Aber es ist halt eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier am frühen Morgen. Noch relativ ruhig. Wie gesagt, wenn man das mit dem Moped oder mit dem Fahrrad hinterher fährt, ist es sicherlich deutlich entspannter alles. Und hier kommen wir jetzt gleich zum Wendepunkt. Das heißt, bis hier muss man sie durchgehalten haben auf der Asphaltstraße. Und dann sind hier die entsprechenden Schilder aufgestellt. Dort vorne, wo das rot-blaue Licht blinkt. Dort wird es dann für die Läufer nochmal aus meiner Sicht richtig unangenehm, weil dann geht es runter in den Sand und dann läuft man halt die ganze Strecke nochmal zurück am Beach. Vielleicht semi-professionell, wie ich da wieder unterwegs bin, würde ich sagen, die Läufer haben ein bisschen Glück. Es hat die letzten Tage geregnet und der Sand ist nicht ganz so weich, sondern er ist ziemlich grobkörnig jetzt und nass. Vielleicht ist das für so einen Läufer nochmal gar nicht so schlecht, spart vielleicht auch ein bisschen Kraft, wenn man nicht durch diesen puderigen weißen Sand laufen muss, sondern hier ein bisschen auf dem Nassen unterwegs ist. Ob das nach 10 Kilometern noch einen Unterschied macht, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben solche Distanzen nicht zurückgelegt. Da war ich zu unsportlich gewesen. Aber die Jungs und Mädels, die hier unterwegs sind, die wissen, was sie tun, haben wahrscheinlich auch keinen Blick für den schönen Sonnenaufgang. Heute auch ein sehr ruhiges Meer hier. Das heißt, es könnte, wenn man den Lauf absolviert hat, wirklich einladend sein, hier auch gleich ins Meer zu springen. Liebe Zuschauer, das soll's von den Eindrücken vom diesjährigen Loma Run on the Beach in Jomtien, Pattaya gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen gehabt wie wir. Habt ein paar schöne Bilder gesehen, konntet ein paar Menschen bestaunen, die bei 29 Grad um 5 Uhr morgens sich hier schon in die Laufklamotten geschmissen haben, um hier halt ihren Sport nachzugehen. Wenn euch solche und ähnliche Videos aus Thailand und speziell Pattaya interessieren, dann abonniert gerne den Kanal, Video liken, Video teilen an alle Sportbegeisterten, die sich vielleicht auch fürs nächste Jahr hier bei diesem Lauf verausgaben wollen. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.